Eins. Oh, Hallöchen und herzlich willkommen. Scheiße, fängt ja gut an. Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück bei Sicki TV, dem einzig wahren Seher auf YouTube. Wir schauen uns heute wieder ein neues Video an und von einem gewissen Herr Küser. Nein, Kaiser. Eindeutig Kaiser. Wir haben jetzt gerade eine lange Diskussion darüber geführt, wie wir ihn aussprechen müssen. Ja, ich war mir echt nicht sicher. Aber der liebe Kaiser hat ein Video hochgeladen, wo irgendwie, ich denke, dass ich schon 100-mal gesehen habe. Und zwar, der Titel lautet, der meistgehasste YouTuber ist zurück. Gibt es nicht ungefähr 250.000 meistgehasste YouTuber? Dann ist ja keiner meistgehasst, das ist ja ein Durchschnittsgehasst. Wir brauchen eigentlich das ultimative, oberste YouTube-Hass Nummer 1. Und nein, das bin ich nicht. 100%ig nicht. Mich kann man nicht hassen. Mich kann man nur umarmen und sagen, es wird alles wieder gut. Das war's dann aber auch schon. Und für alle Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, einfach einschreiben, Hashtag NoMadeKostüm, bitte in den Kommentaren. Das wäre ganz lieb. Wäre echt nice. Und wenn wir schon dabei sind, auch noch vielleicht, schaut euch die Reaction auf jeden Fall komplett an und lasst ein Abo da, wenn ihr euch meint. Wenn ihr meint, dass es doch ein ganz guter Content ist, denn ich möchte vielleicht noch schaffen, die 1000 zusammenzubekommen zu meinem Geburtstag am 25.04., wo ihr gerne alle eingeladen seid. Ich werde auf jeden Fall online kommen. Auf Twitch muss ich sagen, auf Twitch, nicht auf YouTube, auf Twitch. Wäre auf jeden Fall cool, seid dabei. Und ansonsten unten in der Beschreibung das Original, lasst mal muted durchlaufen. Gönnt euch auf jeden Fall. Nerzo, Küser und Shiki TV. Ja, Shiki, habe ich von Paddy. Paddy Eve hat auszusehen mal gesagt, Shiki. Ich weiß nicht, warum. War das nicht auch Kaiser? Kaiser hat auch Shiki gesagt, gell? Das waren schon so viele. Warum liest hier jeder Shiki? Es heißt Seki, Bros. Seki. Mann. Oh. Das deutschsprachige YouTube- und TikTok-Spektrum in den letzten Jahren wirkliche Klassiker hervorgebracht hat. Mittwoch. Wisst ihr ja, dass ich auch gerne mal amerikanischen YouTube-Content inhaliere und da geht's gerade komplett ab. Was? EDP445 gehört? Wenn nicht, Das hört sich an wie ein Bot, ne? Ja, irgendwie sagt jeder Shaki, weil keiner richtig S-H-E lesen kann. S-E-H. Jetzt sage ich schon meinen Namen eigentlich selber falsch. Oh, vor lauter Shaki, ne? Vor lauter Shaki. Shaky, Shaker. Siki, Breaker. dann besser abschalten. Nein, Spaß. Der Typ hatte über 2 Millionen Abonnenten und wurde bei einer Ermittlung überführt, dass er sich mit einem 13-jährigen Mädchen treffen wollte. All seine Social-Media-Accounts wurden über Nacht gebannt oder wurden im Internet. Aber jetzt ist er wieder da. Was geht ab, meine Freunde? Jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Heute geht es um EDP445. Ich weiß nicht wirklich, wie ich seinen Content einordnen soll. So, es war eigentlich nur random Zeug. Wie zum Beispiel, ich habe die Toilette bei Chipotle verstopft. Meine rechte Hand ist taub. Oder natürlich, ich habe mich in der Schule fast angeschnitten. Content, der auf YouTube einfach gibt. Im Grunde ist es halt einfach eine Art Vlog, oder? Also so Blogging-mäßiges. Also im Grunde wie Instagram-Stories, bloß halt auf YouTube. So hätte ich das jetzt interpretiert, oder? Kann man auf jeden Fall machen. Bin mal, alles klar. Haust rein, Micha, wir sehen uns nachher. Gefedert, ne? Heutzutage könntest du das eh nicht mehr monetarisieren, aber es war halt so 2015, 16 herum. Ich muss sagen, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen, aber gut, wenn Was war das denn gerade? 2015, Spin. 16 herum. Ich muss sagen, ich kann es nicht zu 100% nachvollziehen, aber gut, wenn es die Leute fühlen, dann ist es halt so. Er hat nicht wirklich ein Blatt vom Mund genommen und außerdem hat er halt so lustige Stories erzählt und so. Das sehe ich schon ein, dass man da abonniert. Und Anfang 2020 hat er sogar die 1 Million Abonnentenmarke geknackt. Und normalerweise bekommst du ja von YouTube so einen Play-Button, ne? Ich habe zum Beispiel den silbernen, ne, für 100. Ich würde auch einen. Danke an 150.000 an der Stelle. Schön, dass er sich auch einfach selber mal ab und zu mal ein bisschen hops nimmt. Finde ich echt toll. Ich finde das eine gute Eigenschaft für einen Influencer, sich selber auch mal nicht so ernst zu nehmen, auch ein bisschen über sich zu lachen. Finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Das macht einfach eine Person, für mich finde ich zumindest sehr sympathisch. Ich wollte ihn eigentlich seit Wochen aufhängen, aber ich vergesse immer die Nägel mitzunehmen. Jedenfalls bekommst du für die 1 Million Abonnentenmarke normal. Oh, da hat er wohl falsch genagelt. Ich brauche den Soundalert eigentlich. Normalerweise von YouTube einen goldenen Play-Button zugeschickt, aber bei ihm war das nicht so, obwohl er sogar alle YouTube-Kriterien erfüllt hat. These mothers, right? They will not send me
my gold play button because according to them my channel doesn't match the criteria and all this bullshit, and I'm like, wait, what the my channel has 0 community guideline strikes, 0 copyright strikes. My videos is all raw, throwing the turn on the goddamn phone, record, upload, you know what I mean? Im Anschluss darauf hat sogar jemand die Petition YouTube Play Button for EDP 445 erstellt und es haben nur 15 Unterschriften gefehlt. Wo das ihm werden können. Es hat aber nicht lange gedauert, bis die ersten Ungereimtheiten bei ihm aufgetreten sind. Ähnlich wie bei schlechten Rappern. Der YouTuber Code Raven hat im Juli 2020 damit angefangen, Videos gegen EDP hochzuladen, in denen er alle möglichen Anschuldigungen oder Instagram-DMs von irgendwelchen 14-, 15-jährigen Mädchen zeigt, mit denen EDP geschrieben haben soll. By the way, zu dem Zeitpunkt war er 29. Code Raven hat dafür eine Menge Hate abbekommen, weil immerhin war EDP zu dem Zeitpunkt immer noch ein beliebter YouTuber und außerdem, es ist halt auch extrem easy, solche DMs zu faken. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hier seht ihr gerade 3 Konversationen. 2 davon sind fake und die anderen... Hier seht ihr gerade 3 Konversationen. Das ist auf jeden Fall fake. Hätte ich jetzt gesagt. Nee, war. Im Grunde könnten alle fake sein, aber Nero ist ja, schwierig, ne? Aber das habe ich schon immer gesagt. Man kann heutzutage sowas relativ einfach faken und das ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Tja. Also das von der Bundeskanzlerin ist safe auf jeden Fall ein Fake, ne? Also egal was ist. Oha, wie krass, dass du mir schreibst. Schau alle deine Videos hier, ja, ruf mich mal an. Wie geil. 2 davon sind fake und die andere auch. Ihr versteht's, was ich meine, Ja. oder? EDP hat als Antwort auf Code Raven Wie gesagt, aber also den wäre safe zu erkennen, ne? Den wäre safe zu erkennen, weil keine Uhrzeit, ne? Ganz wichtig. Muss einfach sein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kommt immer jeweils eine Uhrzeit, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bundeskanzlerin so schreibt, ist safe. Und Unico Online, das würde ich jetzt gar nicht mehr erkennen, ob das fake wäre oder nicht. Schwierig, ne? Obwohl das Datum könnte falsch sein. Weil hier schreibt man das PM groß und da schreibt man das PM klein. Aber es sind Feinheiten, aber ja, man kann es erkennen, aber nicht immer. und die andere auch. Ihr versteht's, was ich meine, oder? EDP hat als Antwort auf Code Raven ein Video dazu hochgeladen, in dem er meint, yo, das ist halt alles nur Cloud-Chasing und sowas, dieser Code Raven und sowas, der macht das halt nur, weil ich Fame bin. Und das hat für manche Leute auch Sinn ergeben. You know what, man? Punk-ass mother... Wenn du eine Made-Outfit-Reaction machst, wirst du schnell genügend Zuschauer für den Play-Button anlocken können. Nein, andersrum. Erst die Leute anlocken, dann das Make-Kostüm. Ja. Man sollte mich ja erstmal so kennenlernen, wie ich bin. Und dann mich wegen meiner Bescheuertheit auch noch abonnieren. Nicht andersrum. Fuckers like Code Raven, they all come and go. You know what I mean? I've been up on this fucking platform for 10 plus fucking years. I've seen bitch-ass motherfuckers come and go, try to make a goddamn name by trying to expose me, by trying to do whatever the fuck that they can to try to get their goddamn subs and their fucking name popular and get it boosted up in the fucking YouTube ranks. Yeah, so I'm a 15-year-old little fucking slut. My life at home sucks so motherfucking much. I'll do anything to get some attention from a big-time YouTuber. You know what I mean? Im Nachhinein kann man sagen, bis zu dem Zeitpunkt hat sich EDP wirklich sehr, sehr gut gehalten, was das Ganze angeht, also das Ganze zu vertuschen und so, aber kurz darauf ist einfach der größte Cluster auf der ganzen Welt entstanden. Innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden wurde EDP vor laufender Kamera exposed und kurz darauf der Typ, der ihn exposed hat. Du kannst es dir nicht ausdenken. Okay, was ist passiert? Ja, der YouTuber Chad Goldstein hat eine Serie auf seinem Kanal namens Predator Poachers, wo sie sich als Minderjährige ausgeben und sich dann mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet treffen und die halt exposen. Nachdem es zu dem Zeitpunkt schon so viele Gerüchte um EDP gegeben Wenn du sie angelockt hast, können sie dich später immer noch normal kennenlernen, was auch immer das bei dir bedeutet. Nein! Macht keinen Sinn. Das soll eine Belohnung sein, weil so viele da geblieben sind. Nicht andersrum. Ich belohne auch nicht zu Anfang.
Ein Kind gibst du nicht ein Lolli, weil es noch keine Kind. Genau. Ein Jugendlichen wird noch nicht belohnt und gelobt, wenn er im Haushalt noch nichts gemacht hat. Chat ist sich einig. Nix da. Safe nix. Haben sie das gleiche bei ihm versucht. Und es hat funktioniert. Am 20. Bam, April bam, bam. 2020 wurde ein 48 Minuten langes Video von Chad Goldstein auf seinem Kanal gepostet, in dem EDP damit konfrontiert wird, dass er ein 13-jähriges Decoy-Mädchen treffen wollte. Und was war seine Reaktion darauf? Well, I was coming out here to... Glasses off. Okay. Well, I was actually coming out here to pick up a cupcake and then go back home. Ein Cupcake. Du musst dir mal überlegen, der Typ hat mit einem Lockvogel geschrieben, hat damit geflirtet und so, hat sich einen Treffpunkt ausgemacht, einen Zeitpunkt, ist dann dorthin gefahren und hat gesagt, ja, ich bin eigentlich nur hier wegen Süßigkeiten. Jedenfalls hat EDP in den 8 darauffolgenden Tagen nach dem Release von dem Video über 220.000 Abonnenten verloren, bevor YouTube seinen Kanal gelöscht hat. Und jetzt wird's richtig spannend. Das Ganze war natürlich mega groß, ja, das ist nicht einfach so an den Leuten vorbeigegangen. Deswegen haben sie sich mal gedacht, yo, was ist eigentlich mit diesem Chad Goldstein? Haben dann in seinen alten Videos und Livestreams herumgefuchtelt und haben bemerkt, yo, der Typ hat auch ein paar weirde Dinge von sich gegeben. Es gibt zum Beispiel mehrere Videos, wo er das N-Wort, also deutlich verletzend ausspricht und so. Und er hat zum Beispiel hier noch einen Livestream gemacht, bei dem er bei der Black Lives Matter Hotline anruft und da auch die ganze Zeit das N-Wort sagt. Top 10 Pranks. Abgesehen davon ist... Also, das ist immer so schön. Man hat was man Gutes macht, und dann haben wir wieder genau das Gegenteil, was einfach alles wieder zunichte macht. Können die Leute nicht wenigstens eine Linie fahren, wie zum Beispiel nur gut und nur bescheuert, eins von beiden? Wäre echt nicht schlecht mal. Wäre echt nicht schlecht. Ist das aber nicht krass. Das, was mich am meisten schockiert? Der Typ ist einfach jünger als ich. Der Bruder schaut aus wie 35. Naja, EDP wurde zu der Zeit... Der sieht ja auch jünger aus als ich. Meine Fresse. Alle sehen jünger aus als ich. Mann! Komisch, ne? massiv gehatet und getrollt, aber er hatte einen Plan und zwar wollte er sein Comeback starten. Sein genialer Plan, um das Ganze umzusetzen, war es ganz... What the Das fuck? hat sich grad angehört wie ein Frosch, ne? Was macht der jetzt schon wieder? Das hat mein Mikro gecatcht. Moment mal! Das ist doch der neue Fruity Frog von Holy, gemeinsam mit dem Mango und Maracuja Eistee. Wie immer einmal mit Koffein und einmal ohne, aber beides schmeckt natürlich wieder insane. Mariechen hat beim letzten Mal gefragt, ist das intensiv im Geschmack? Ich bin ein verdammter Softdrink- und Energy-Junkie und will davon wegkommen. Tja, ich kann dir sagen, dass Holy trotz dessen, dass kein zusätzlicher Zucker drin ist, richtig geil schmeckt und nachdem alle Produkte in Pulverform kommen, kannst du sie immer genau so geschmacksintensiv mischen, wie du Bock hast. Einfach Wasser reinfüllen, Holy rein, am besten noch ein paar Eiswürfel und dann durchmischen. Und boom, schon hast du das maximale geil. an Swag erreicht. Fürs Ausprobieren ist das Mix-Probierpaket am besten. Da hast du gleich mal 5 Eistees drinnen und 7 Energies. Und mit dem Neukundencode KAISER bekommst du das für unschlagbare 13,99. Ich persönlich trinke Holy halt einfach immer, wenn ich gerade einen Softdrink oder einen Energy-Drink mir reinhauen würde, was einfach viel besser ist. Ne? Safe. Oder wie der Genießer geschrieben hat, hab meine ganze Klasse mit Holy angesteckt. Nächstes Ziel, ganz Frankfurt. Vielen Dank an dich, lieber Genießer. Wenn du es tatsächlich schaffst, 753.000 Leute über meinen Link bestellen zu lassen, lebenslange Vorrat. By the way, schreibt mir gerne mal eure Favorite-Sorte in die Kommentare und vergesst nicht, dass ihr auch mit dem Code KAISER10 10% bei jeder Bestellung sparen könnt. Was sich EDP auf der anderen Seite hätte... Wie gesagt, da müssen wir so mal langsam wieder irgendwie mal was holen. Ich habe auch mal wirklich, ich trinke jetzt gerade zur Zeit immer so Zitronen Zero und alles. Ist nice, ne? Kann man aber, ich habe halt immer nur Zitronen oder Orangen Zero. Und ich möchte halt gerne auch was anderes. Vielleicht, holy shit, brauchen wir was anderes. Wer weiß das schon. Vielleicht lasse ich mich ja von Werbung manipulieren. Aber der Frosch hat gerade richtig getriggert. Das war wirklich gerade ein Trigger. Ne? Also, what the fuck, warum, wieso? Und dann plötzlich war die Aufmerksamkeit da. Also schon gewieft, muss ich sagen. sparen können, sind die unzähligen Versuche auf Social Media wieder zurückzukommen. Wie zum Beispiel, er wollte eine Facebook-Page aufmachen, aber wurde gebannt. Er wollte einen neuen YouTube-Account aufmachen, aber wurde gebannt. Dann wollte er sich einen Instagram-Account aufmachen und wurde ebenfalls gebannt. Also hat er das gemacht, was jeder normale Mensch machen würde. Er hat eine Webseite erstellt und wurde gebannt. Nein, Spaß. Aber es wäre witzig, oder? Na, auf edp445.com kann man persönliche Gegenstände oder Shoutouts in Videoform kaufen. Viel interessanter für uns ist allerdings der Newsfeed auf seiner Webseite. Da hat er nämlich am 26. März, also genau heute vor einer Woche, Moment, ich muss kurz in News-Stimmung kommen. Was? Per
Ich möchte genau ins Detail gehen, wie es dazu gekommen ist, dass ich reingelegt wurde, weil ich glaube, dass es damals nicht ganz klar war. Was jetzt auf uns zukommt, ist das wahrscheinlich dümmste Comeback in der Geschichte. Wahrscheinlich An jeden, der Kontakt mit Frankfurt hat, empfiehlt ihnen Holy. Das wäre schon interessant, aber das geht halt einfach nicht, weil da sind ja auch Kinder und so wahrscheinlich mit reingerechnet oder nicht. Oder werden die nur ab 18 Alter getrackt? Von der Anzahl her. Aber das ist schon etwas heftig. 7, boah. Das wäre aber auch absolut krasses Affiliate, ne? seit der Erfindung des Comebacks, na, ich schwöre, ich übertreibe nicht. Pass mal auf. Er fängt damit an, dass er 2019 bei einer Dokumentation mit dem Titel Maybe Next Year mitgespielt hat. My anger comes from a lot of things. Not having a girlfriend. Sometimes, like, I think to myself, like, maybe it's just not meant for me to have someone, you know what I mean? Dort hat er angeblich viel über so Schauspielerei und sowas halt gelernt. Warte mal, jetzt kurz auf. Ihr wisst selber, was jetzt kommt, ne? Aber ich kann es selber immer noch nicht glauben. Pass auf, einen Monat vor seinem Exposing, also im März 2021, hat er angeblich diese E-Mail hier von Chad Goldstein bekommen, der gemeint hat, yo, ich habe hier eine Rolle für dich, die du spielen könntest. Das hier ist die E-Mail, die er meint. Angeblich hat ihm Chad Goldstein geschrieben, dass es eine improvisierte Szene ist und Also ich würde mal stark vermuten, dadurch, dass ich hier schon allein die 3 Punkte sehe, wäre das doch gefaked, oder? Oder würde ich mich nur täuschen? dass sie sehen wollen, wie er reagiert und schauspielert. Das ist das Grand Reveal. Es ist alles nur geschauspielert gewesen. Da kommt er kurzerhand 2 Jahre später drauf. Ja, das hört sich für mich absolut legit an. Warum sollte jemand 2 Jahre damit warten, wenn das von Anfang an geplant war? Aber abgesehen davon, ja, habt ihr mal die E-Mail gesehen? Was ist das, Bruder? Schau mal, über dem Namen, das sind noch so Futzel von dem, was da davor gestanden ist. Und das Profilbild. Alter, ist das ein kleines C? Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und tippe darauf, dass diese E-Mails nicht ganz... Ach du bitte. Aber überleg mal, selbst wenn irgendein Hund schreibt dich an und sagt, jo, wir treffen uns dort drüben am Parkplatz und ich filme dich 40 Minuten lang, wie du so tust, als wärst du ein P... Das ist für die, das ergibt das Sinn? How would portraying a child monster be like this golden goose for you? You are already a successful YouTuber with millions of subscribers, but this was your ticket to the big time? This role you thought you were playing? Like the role of method acting a f***ing pedophile? Ganz ehrlich, er hätte bei der Cupcake bleiben sollen. Zum einen kann ich natürlich verstehen, dass der Typ gern wieder da wäre, wo er vorher mal war. Er hat viel Geld verdient, er hat viele Freunde gehabt, er hat einen Haufen Support von seinen Followern bekommen und so. Aber wenn du 2 Jahre lang Zeit hast, deine epische UNO-Reverse-Card zu planen und dann kommt sowas dabei raus, ne, irgendwelche weirden E-Mails, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ja, optimal, falls ihr das Geräusch gerade gehört habt, das war mal wieder... What the fuck? Naja, Freunde, lasst mich auf jeden Fall trotzdem gern wissen, was ihr von dem Thema haltet und checkt auf jeden Fall gern Holy ab. Wenn nicht, werde ich euch enterben. Ansonsten lasst mir auch gerne ein Like da. Oha, nicht enterben. Nein, Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Okay, dass die Kamera kaputt ist. Geil. Einfach geil. Auf jeden Fall echt eine weirde Nummer. Das ist schon echt krasser Scheiße. Finde ich aber gut, dass es auch Leute gibt, die das Ganze dann exposen und richtig schön durchziehen. Schade nur, dass der Exposer selber auch immer sehr weird ist. Sonst wäre es noch viel schöner gewesen. Ist halt auch bitter. Ich glaube, solche Leute dürfen auch nicht nochmal zurückkommen. Meiner Meinung nach. Das sollte eigentlich nicht sein. Bei solchen, also es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen und da hat der Bot-Account, für mich ist es echt EDP445, das ist doch ein Bot-Account. Für mich hört sich's an. Wer nichts Logisches dabei. Wer hat das so geschrieben? Ist doch viel zu lame. Komischer Name. Aber trotzdem insgesamt gutes Video wieder gewesen vom Kaiser. Absolut gerechtfertigt, dass man da auf jeden Fall ein Like da lässt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. I love it.